Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema: Silber steigt in den nächsten 6 bis 12 Monaten auf $80. Die Jahrhundertchance für Penny, Gold und Silberaktien. Ein Disclaimer. Silber: Anstieg auf $60 bis $80 bis April 2024. Gold und Silber rücken immer weiter in den Fokus der Anleger, weil auch der Mainstream wieder von steigenden Preisen ausgeht. Aktuell gibt es eine interessante Prognose für Silber in den kommenden 12 Monaten von $80. Bei einer Gold-Silber-Ratio von 35 würde Gold auf $2.800 steigen, wie der Analyst in seinem Chart zeigt. Die $80 für Silber kommen von einem CEO einer Minengesellschaft. Oben hatte ich die Meldung hier eingeblendet. Aufgrund des noch jungen Bullmarktes ist Silber noch sehr günstig bewertet. Junior Penny Gold Aktien liegen auf einem Kursniveau, die eine Chance bieten, die es nur selten gibt. Sollte Silber seinen jüngsten Aufstieg fortsetzen und nach dem Erreichen der $30-Marke weiter steigen, wird es eine ebenso seltene Rallye bei Gold- und Silberaktien geben. Allerdings muss man schon weit vor dem Erreichen der 28,30er Marke Penny Stocks kaufen, denn schon in der frühen Phase bis $30 werden sich die meisten bereits verfünf- bis verzehnfacht haben. Einige haben dies bereits getan, wie in meinen letzten Videos beschrieben. Sie können jetzt also noch jede günstige Gelegenheit nutzen, anstatt den Anstieg erst zuzusehen und dann doch den Kauf vorzunehmen. Ja, ich habe das Video gemacht, weil ich diese Meldung gesehen habe von John Lee. Das ist der Präsident von Silver Elephant. Ich glaube, die operieren in Bolivien unter anderem, und der ist schon seit über 20 Jahren, sage ich mal, in dieser Silberstory ran. Das Video werde ich verlinken. Das fand ich äußerst interessant. Er hat auch, sage ich mal, ein paar Details und Insider-Informationen da gegeben. Und er sagte im Wesentlichen, die Quintessenz ist, Silber muss eigentlich zwei Wochen oder 2 Wochen, 2 Freitage sozusagen über $28 schließen, dann wird diese Rallye hier ausgelöst. Gut, ich bin jetzt kein Charttechniker, ich sage nur, was er sagt. Ich fand es sehr interessant. Ich sage das Brenlendes halt auch deshalb, weil ich, sage ich mal, ein ziemliches Zutrauen habe eigentlich zu diesen Aussagen. Aber entscheiden Sie selbst, gucken Sie sich das Video an. Charttechnisch, denke ich mal, weist eigentlich auch hier dieses Chart drauf hin. Das ist eben das langfristige Chart hier von Silber. Sie sehen auf der linken Seite diese Silbereruption, und ich habe hier unten mit Rot reingeschrieben, immer welche Phasen eigentlich denn Goldaktien-Rallyes waren. Und das waren immer diese Phasen, wo es diese Silber-Spikes gegeben hat. Also Sie sehen, es war eben hier von 2010 bis 2011 eine ganz heftige Rallye. Hier wäre der Verkaufszeitpunkt gekommen. Wie Sie vielleicht wissen, sind die meisten da erst eingestiegen und haben diesen Weg mitgemacht. Es läuft also immer andersrum. Also hier haben Leute eingesammelt, bis es dann zur Abschussrampe gab, und haben das dann abgestoßen. Äh, Dann waren hier alle begeistert und sonst was. Die Masse, 99% der Anleger, steigt durch die höheren Preise ein, will die Hebel auf Gold- und Silberaktien nutzen, und sie sehen, was passiert. Also es ist wirklich schwierig. Diese Psychologie muss begriffen werden. Wir müssen jetzt, wo sich im Prinzip immer noch keiner für Gold- und Silberaktien interessiert, weiter aufstocken, nicht an diesen Spitzen. Die kommen. Dasselbe im Prinzip hier. Natürlich war es hier relativ enttäuschend, dass es nicht weiterging. Das hat man so nicht gesehen. Trotzdem gab es hier eben von Anfang 2016 bis August, September eine starke Goldaktienrallye, und das geht eben einher zusammen mit diesen Silberanstiegspreisen. Und dann eben hier nochmal die Rallye hier von 2020 bis Anfang 2021, auch verbunden mit einem starken Silberpreis. Da hat sich dann noch ein bisschen gehalten bis zum diesen Spike, oder eigentlich auch bis hier, liefen die Goldaktien ganz gut, und dann sind sie ja, wie Sie ja wissen, auch langsam in den Decline gegangen. Und irgendwas Ähnliches müsste jetzt anließen, hoffentlich mit einem Primäranstieg, wie wir ihn hier gesehen haben. Ja, also ich denke mal auch, wir werden bei Silber
ein neues Allzeithoch in den nächsten 6 bis 12 Monaten sehen. Wir hatten ja gesagt, vielleicht bis zum Sommer 37, dann möglicherweise eine Korrektur, wird man sehen, muss auch nicht kommen. Jedenfalls ist es eine interessante Situation. Es wird jedenfalls in den nächsten Monaten was mit Silber passieren. Und das ist eben ganz großer Treibstoff für Goldaktien, weil mit einmal eben die Anteile von Silber in den Aktien ganz schnell und ganz rabiat mit einmal bewertet sind. Vorher waren sie nicht bewertet, weil vielleicht nicht ökonomisch und sonst was. Und das führt dann zu dieser Preisexplosion. Das reißt aber den gesamten Goldaktienmarkt mit. Das, auch wenn es Silber ist, es wirkt auf den Gesamtmarkt. Und diese Silber-Rallye wird auch erst möglich sein, wenn sozusagen Gold ist sozusagen ja die Mama, wenn man will, die muss auch ein bisschen mit in die Richtung gehen. Die muss also, wie wir ja vermuten, bis Mitte des Jahres Richtung 2350 oder so steigen. Und das ermöglicht dann sozusagen das Kind dementsprechend, oder wenn Sie den Hund-Dackel-Vergleich nehmen wollen, dann hochzulaufen und hoffentlich eben ein neues Alter hoch zu generieren, irgendwo am Ende eine Spitze von 60 und 80. Aber dann sage ich Ihnen auch dazu, wenn wir das haben, ich meine, weiß nicht, wie denn die Situation ist, aber schauen Sie sich das an, wenn wir dann solche Spitzen haben, zu was es dann kommt, zum 50-prozentigen Absturz. Also das dürfen wir nicht ganz vergessen, dass es dann möglich ist. Aber die Situation haben wir erstmal noch lange nicht. Ein Absturz bei Silber ist erstmal nicht zu erwarten. Stattdessen wird es eine schöne Goldaktienrallye mit großer Sicherheit geben. Alle gucken vielleicht auf Silber. Ja, okay, verdoppelt sich oder so. Aber die ganz große Chance für Goldaktien wird mit Sicherheit von den Massen auch verpasst. Ich tue hier bei YouTube alles, die Leute darüber zu informieren. Das ist eigentlich eine große Chance, ist mit diesen Penny-Gold-Aktien, die eben von ein paar Pennies in den Dollarbereich und mehr gehen. Mal sehen, wie erfolgreich damit wird, darauf hinzuweisen. Aber irgendwann ist eben das vorbei. Irgendwann kommt dieser Kaminanstieg. Und das ist im Prinzip immer auch schon immer gewesen für den Aufstieg. Natürlich noch nicht in der Anfangsphase, das muss sich ja erstmal die Dynamik bilden, aber grundsätzlich ist das eigentlich ein Aufstiegssignal. Ja, wie gesagt, das Video von dem John Lee werde ich verlinken. Ja, hier nochmal ein angehender Goldproduzent, Operationsgebiet Südafrika und also auch Australien. Rechts auf der Karte sehen Sie, das ist östliches Südafrika und Australien, sage ich mal, hier das nordwestlich ist das, Richtung der Pilbara Region. Also in Südafrika haben sie 4,28 Millionen Unzen mit 4,5 Gramm pro Tonne Gold, 27 Jahre Lebensdauer der Mine, 65.000 Produktion und Uranexploration machen sie da auch, nochmal als kleines Nebengeschäft. Und dann haben sie das Mount Cecilia-Projekt in Australien, befindet sich an der Grenze zwischen den Provinzen Pilbara und Paterson in Westaustralien, fast 225 Kilometer äußerst aussichtsreichen Gebiete, strategisch günstig an die Gebiete von Rio Tinto angrenzt. Wenn man das in die Potentialformel reintut, kommt man auf einen Potentialfaktor von 43. Das heißt, wenn Gold auf 2.500 Dollar steigen könnte rein theoretisch von der Formel her gesehen die Aktie um das 43-fache höher sein und das würde dann mehr oder weniger dazu führen, dass die vermutlich ja über 1 Dollar auf alle Fälle steigt. Sie sehen, wie rapide der Anstieg bei der letzten Goldanstieg vom Corona-Tief war. Da ging es auch von 1 oder 2 Cent auf 10 Cent hoch. Das sind gewaltige Bewegungen und da muss man drin sein. Sie sehen, wie schnell das geht. Wir hoffen eben heute nur, dass dieses Mal, dass diese alte Rallye wirklich in Schatten gestellt wird. Das ist ein überproportionalen Anstieg. Jetzt in dem Fall würde ich sagen, das kann man hoffen, dass es dann irgendwo hoffentlich zwischen 50 Cent und 1 Dollar in der Realität geht oder eben auch drüber hinaus, ne? Je nachdem, wie hoch die Mania ist. Das ist eben das Attraktive an diesen Sachen. Wie immer keine Empfehlung, sage ich mal, ist ein angehender Produzent. Südafrika ist natürlich ein bisschen kritisch grundsätzlich, aber die haben ihr australisches Projekt, angehender Produzent. Also sollte man sich ansehen. Daher insgesamt hohes Risiko, würde ich sagen. Ja, also nochmal generell, warum sind wir jetzt im Goldaktiensektor gesehen?
Also wir haben jetzt nicht nur den Blick auf Silber, das hatte ich Ihnen gerade gesagt, die Preisziele für die nächsten 6 bis 12 Monaten. Grundsätzlich, wenn man das ganz große Bild ansieht, müsste Gold analog der 1970er Jahre jetzt von 2000 auf Richtung 8500 steigen, weil genau das ist in den 70er Jahren passiert. Da ist ja dann wurde ja dieses Bretton Woods-System aufgegeben, also, weil die Dollarnoten nicht mehr mit Gold decken konnten und dann Gold ist von 35 auf $200 hochgeschossen, hat um auf 100 korrigiert. Da hat sich dann wieder rangekrochen auf $200. Und wenn das erreicht worden ist, und wir glauben, das ist eine vergleichbare Situation heute, nur mit einer Null mehr, ne? Also nicht 200, sondern 2000. Und danach gab es eben, und deswegen kommen wir eben zu dieser Aussage, gab es diesen Mega-Anstieg innerhalb einen Jahres, einen guten Jahres, das war 1979, von $200 auf $850. Äh, ja, das ist genau dieselbe Chartformation. Die Tasse ist geschlossen, der Henkel ist dran. Äh, Wenn es danach geht, müsste es jetzt auf $8.500 in einem guten Jahr steigen. Das will ich mich natürlich nicht festlegen. Ich weise nur darauf hin, dass was nicht völlig ausgeschlossen ist. Die meiner Meinung nach gibt es die Charttechnik absolut her. Und das Attraktive damals sind eben diese Aktien extrem explodiert. Also Sie sehen da unten NRD-Mining, hier von 5 Cent auf $19. Also hier wurden aus $1.000 $380.000. Ich kann mich nicht entwinnen, außer vielleicht während des Krypto-Hypes, wo es jemals solche Gewinne in so kurzer Zeit gegeben hat. Das ist sozusagen meiner Meinung nach die ganze Schattenseite des Finanzsystems. Das ist irgendwie versteckt. Die Leute können gar nicht verstehen, warum es zu solchen Eruptionen kommt. Äh, ja, weil eben das Vertrauen in die Währung mit einmal wegfällt und es gewaltige Goldkäufe von Notenbanken und sonst was gab von der ganzen Welt. Und das kann dann zu diesem Phänomen tun, dass gerade wenn diese Goldaktien billig sind, dass sie überproportional steigen. Das ist an sich auch nicht so bekannt, aber wir versuchen das ja, sage ich mal, sozusagen Licht in das Dunkel reinzubringen, darauf hinzuweisen, dass sowas möglich ist. Da gibt es keine Garantie für, aber ich finde doch, die Situation gleicht sich mit den 1970er Jahren und ist im Grunde genommen noch viel extremer. Und damit das Potenzial. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns? Also wir glauben ja erstmal, dass eben hier Silber Richtung $50, ja, ich hatte jetzt gerade 60, $80 gesagt. Klar, je mehr dynamisch die Rallye geht, desto höher die Preise. Das ist auch so ein Phänomen. Nichtsdestoweniger, wir erwarten einfach diesen Silberausbruch. Das ist Treibstoff für die Goldaktien-Rallye, ganz ähnlich wie 2017. Damals ist das dieser parabolische oder dieser Kaminanstieg in 8 Monaten ist er vonstatten gegeben. Das erwarten wir jetzt mehr oder weniger auch. Und Sie sehen hier vom letzten Goldaktienboom von der Corona-Krise, zu was für Anstiegen es kam. Vom 2 Cent hier diese Aktie auf 36 Cent und die Gewinne wieder abgegeben. Hat sich jetzt erholt, ist jetzt, glaube ich, aktuell auf 7,5 Cent. Und kann eigentlich diesen Anstieg ab irgendeinem Punkt, meiner Meinung nach, nimmt das wieder auf und geht hoffentlich drüber hinaus. Und das ist die ganz gewaltige Chance. Das heißt, während jetzt Gold nur um $300 steigt, das sind irgendwie 10, 15%, okay, Silber ein bisschen mehr, können eben diese Goldaktien sich für 10, 20, 30, 50 in Teilen sogar verhundertfachen. Und das ist eben die ganz große Chance in dieser ersten Phase sozusagen. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien, deswegen sind wir da drum. Es ist eine nicht erklärbare Unterbewertung. Also Goldaktien Gold, wenn man die vergleicht auf der rechten Seite, das tut man, die gesamte Anlageklassen, da sehen Sie, dass seit 1996 die Goldaktien im Bärenmarkt sind. Und jetzt mit diesem Stimmungsumschwung könnte dieser langjährige Bärenmarkt beendet werden und eruptionsartig wieder zum Mittel gehen oder darüber hinaus hier. Das ist diese rote Linie, die gezeigt werden kann. Und das kann eben zu einer gewaltigen Goldaktienrallye führen. Gleichzeitig sind gerade die Penny- und Junior-Aktien gegenüber Senior-Aktien extrem unterbewertet. Das heißt, die SCAP kann sich auch eruptionsartig schnell abbauen, wie es das zum Beispiel hier im Jahr 2002 getan hat. Das ist auch ein seltenes Phänomen, dass eben diese Junior-Aktien über den Senior-Aktien geben. Und das ist dann auch, dann muss man die vielleicht auch teilweise abstoßen, gerade die Penny-Stock-Aktien. Also das ist in der Frühphase stattgefunden, wo eigentlich keiner auf Gold und Silber geguckt haben. Und
das ist jetzt ähnlich. Es wird die Leute nicht so sehr interessieren, wenn jetzt Gold auf 2300, 2500 sein, aber es führt eben hoffentlich diese eruptionsartige Abbau der Unterbewertung bei Goldaktien. Also sehr versteckt läuft das meines Erachtens. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, das mit zunehmender Zeit oder wahrscheinlich auch mit dem Anstieg der Goldaktien, je höher sie steigen, desto mehr nimmt das Gesamtrisiko zu. Zum einen, die produzierenden Länder könnten sich an den Minen etc. Vergreifen und man das von der Seite bedroht, aber noch nicht jetzt. Das kann aber dann mit steigenden Preisen kommen. Deswegen ist es auch kein Langfristinvestment. Und zum anderen, unser eigenes Bankensystem wurde ja gerade gerettet mit riesigen Summen. Und die Zyklen, wo eine Rettung eines Bankensystems ähm, erfolgreich ist, die werden immer geringer. Man muss also doppelt oder drei- oder vierfache Geldmengen in die Hand nehmen, um vielleicht jetzt ein halbes oder 6 bis 12 Monate die noch zu retten, bevor dann vielleicht die nächste Pleite kommt und sonst was. Also völlig unhaltbares System. Nur, das sagt Ihnen keiner. Wir tun hier alle auf seriös, aber das ist kein seriöses System, das sage ich Ihnen. Das wird Ihnen kaschiert. Das heißt, was wir jetzt erleben, ist das sind die Eruptionen, bevor damit irgendwann Schluss ist. So, und ich nehme einfach mal an, Gold 3000, 4000 Watt oder Silber eben auch Richtung 60, 80 können die gar nicht verhindern, um einfach Zeit zu gewinnen. Die Geldmassen, die geschaffen sind, sind noch in den Institutionen, die werden sich aber zunehmend in die Gütermärkte und auch mit Gold und Silber und dann natürlich eben auch insbesondere Gold- und Silberaktien machen, weil sie alle äh, vermeintlich sichere Werte kaufen wollen. Und das ist unausweichlich, das kommt. Deswegen sind die nächsten 6 Monate, auch von dem nächsten Hintergrund, dass Silber auf alle Fälle so eine Art Spike hinlegen wird, sind Goldaktienzeiten. Die werden übermäßig proportional profitieren. Es kommt eben hinzu, dass sie so extrem billig sind. Das ist nicht, das war ja früher nicht so. Und deswegen können wir da wirklich eine sehr große Rallye erwarten. Jedenfalls leite ich mich das ab. Wenn Sie das anders sehen, können Sie ja vielleicht auch mal Kommentare reinschreiben. Vielleicht ist da auch irgendwo ein Denkfehler mit bei, das kann man nicht ausschließen, aber ich finde das sehr attraktiv, die Situation augenblicklich. Ja, also Fazit, Multiplikation der Gewinne. Ja, man muss sich einfach vorstellen, wir haben jetzt verschiedene extreme Ereignisse vor uns. Äh, und die ganzen vielen langen Jahrzehnte vorher hatten wir eigentlich diese Ereignisse nicht. Ja, eigentlich seit den 70er Jahren. So, und man kann eigentlich nicht mehr konventionell machen, weil der Druck, die Schulden und so und auch die Manipulation, das wird sich entladen, das führt zu Goldaktienrallye. Da muss man dabei sein, möglicherweise später zum systemischen Crash. Man braucht Gold und Silber. Und irgendwann wird es sicherlich auch wieder eine wirtschaftliche Erholung geben, wenn die Inflationsexzesse abgebaut sind. Wie auch immer die das machen, mit Währungsreform oder Gold und Silber als Geld gelegen oder äh, who knows. Jedenfalls will ich sagen, man sollte nicht Opfer dieser Ereignisse sein, sondern versuchen, sich daran zu orientieren. Also jetzt erstmal Goldaktien könnte im Schnitt, das meine ich mit diesen schwarzen Zahlen, die hier markiert sind, das könnte sagen, die Gruppe der Goldaktien könnte sich ver25-fachen. Das kann in den nächsten 6 bis 12 Monaten sein, während es gleichzeitig nur einen moderaten Anstieg von Gold und Silber geben. Sie kaufen dann von ihren Gewinnen mehr Gold und Silber sozusagen, legen sich das beiseite und möglicherweise die absoluten Spitzen bei Gold und Silber, das ist mit der 4 gekennzeichnet, also dass die Kaufkraft dann nochmal steigt. Aber, aber Goldaktien sind dann einfach zu gefährliches Investment, die sind auch zu hoch gelaufen. Es könnte Eingriffe aller Art geben, deswegen dann Gold und Silber und dann reinvestieren. Ab irgendwann, wenn diese Gold seine 8000 Kaufkraft, nicht nominal, egal was da für Zahlen draufsteht, Kaufkraft und Silber 200 400 erreicht haben, sind das Exzesspreise und dann wird es irgendwie die Wirtschaft, da wird es irgendeine Form von Reset geben, irgendwas, sie wird sich normalisieren und dann wird Gold und Silber auch schnell wieder fallen. Das muss man sich bewusst sein. Und man muss eben diese Exzesspreise nutzen, um wirklich gute Assets zu kaufen. Das können eben Top-Immobilien sein oder eben Top-Aktien und Aktienfonds.
sofern die Börsen noch so laufen, wie wir das gewöhnt sind. Das wissen wir alle nicht, deswegen wollen wir ja mit Hilfe von Goldaktien mehr physisches Gold und Silber sehen, werden das genau beobachten, in was man das reinvestieren kann. Aber in jedem Fall ist man zumindest ein Versuch, dass man nicht Opfer von diesen Ereignissen wird, sondern sie sozusagen spielt, reitet, miteinander multipliziert. Das ist mit dieser Analogie einfach gemeint. 1000-Becker-Report. Ja, wir versuchen diese Goldaktien zu identifizieren und nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das Ganze zu sortieren. Ja, Potentialfaktor zu rechnen aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen. Eine Exit-Strategie ist entwickelt. Was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Zumindest, dass man eine grobe Richtung hat. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaften und Unternehmen ist immer an Gold und Silber kommt, eine Überweisung. Schon ist es in der Schweiz zollfrei eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Bis jetzt waren sie auch wirklich immer zu den günstigen gehört. Könnte vielleicht eine Alternative zu den reinen Edelmetallhändlern ab irgendeinem Punkt sein. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat, vielleicht die Glocke betätigen, ein Like geben. Das würde dem Algorithmus, also wenn Ihnen das gefallen hat, würde den Algorithmus, würde dann dieses Video auch anderen an diesem Thema vorschlagen. Also nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.